Es ist mal wieder Zeit, hier umzuräumen. Fertig. Zumindest fast. Ich meine, wenn ich hier rüber gucke, da ist noch nicht mal richtig gestrichen, aber das ist schon langsam und irgendwie ist aber immer so. Zu tun gibt's immer was. Aber das hier, dieser Ausschnitt, der passt doch, oder? Gefällt mir richtig gut. Das ist ja das Schöne an Kameras, dass man genau das zeigen kann, was man zeigen möchte. Und andere Sachen außenrum kann man einfach ausblenden. Zu meinem Kamerasetup kommen wir nachher noch. Jetzt erstmal zu den Ikea-Regalen, die da hinten nicht mehr stehen. Die sind jetzt verschwunden. Und das ist ganz schön verrückt eigentlich, weil ich glaube, ich habe die seit meiner Studenten-WG-Zeit. Und dann standen die 7 Jahre hier drin. Und jetzt sind sie eben aus dem Bild verschwunden. Wurde aber auch mal Zeit. Fangen wir von vorne an. Das hier war vor 4 Tagen. Da dachte ich noch, ich räume das schnell mal um. So, Tag 2. Braucht halt doch irgendwie alles seine Zeit. Obwohl die Regale echt einfach aufzubauen sind. Die haben so komische Nippel und die schlägt man einfach in so eine Gummilippe rein und dann hält das super easy. Allerdings ist mein Boden schief und ich glaube nicht, dass es an den Teppichböden hier liegt. Warte mal. Kamera, hier haben wir noch eine andere Kamera. Ich kann das nämlich schön zeigen. Das ist halt da oben. Guck hier, das ist hier nicht richtig bündig und noch viel schlimmer. Hier geht's halt komplett auseinander. Das heißt, da muss ich mich jetzt drum kümmern, dass das richtig gut und schön aussieht und dann baue ich den Rest auf. Lauter solche Sachen halt. Aber gut, ich hätte es ja besser wissen müssen. Das ist irgendwie immer so, wenn man anfängt zu räumen. Da kommt's eine zum anderen. Die Regale, die sind übrigens von Vernal. Da gibt's verschiedene Kombinationen. Na, im Prinzip ist alles von Vernal. Auch der Schreibtisch und auch dieser Tisch hier. Und wenn du ein Bundle kaufst, dann gibt's 40 € Rabatt. Und mit meinem Code YTBMA6 gibt's 6% Rabatt. Ich habe jetzt einen Teleprompter, aber ich bin irgendwie voll der Idiot und kann davon nicht ablesen. Ich sage immer ganz andere Sachen, als das, was draufsteht. Aber den Code konnte ich ja ablesen. Das hier ist der Core 3. Auch den gibt's natürlich in verschiedenen Kombinationen. Und ich hatte letztes Jahr ja schon einen höhenverstellbaren Schreibtisch von Vernal. Also guck mal, man kann den hier nämlich... Man kann den hier nämlich ja, okay, ich müsste noch zu sehen sein. Man kann den nämlich hier Höhen verstellen und ich sag's euch, das war sowas, also das ist so ein Gamechanger, das kann man gar nicht vorstellen. Ich hatte letztes Jahr echt Rückenschmerzen und mein Bruder, das habe ich damals schon erzählt in dem Video, mein Bruder hat mir immer gesagt, hol dir so einen Schreibtisch, bei dem man auch stehen kann. Hier bin ich hoffe, man sieht es und ich hoffe, das passt jetzt auch alles, wenn ich den hier hochfahren lasse, weil ich kann ihn hochfahren auf... Ja, kommt alles vorbei. Gut. Müsste reichen. Hier, wir haben hier ein Steuerpad oder wie man das auch immer nennen möchte. Und da steht schon 1,28 Meter. So hoch kann man den fahren. Und dann kann man eben wunderbar im Stehen arbeiten. Und es ist unfassbar gut für den Rücken. Ich sollte die Kamera vielleicht hier rüberstellen, weil es da mit dem Licht besser passt. Aber es ist egal. Dem Rücken ist es ganz egal, wo die Kamera steht. Also du kannst 3 Höhen einspeichern und dann natürlich auch einfach stufenlos hier hoch und runter fahren. Natürlich 1000 Sicherheitsmechanismen, dass man da nicht irgendwie was einquetscht oder so. Also er hört auf, wenn irgendwas im Weg ist. Fangen wir auch von vorne an. Was habe ich jetzt alles drin? Ton. Wie mache ich das? Welche Kameras habe ich? Wie mache ich es mit dem Licht? Das sind alles meine Sorgenkinder. Regale und Schreibtisch. Das sind keine Sorgenkinder. Fangen wir einfach mal mit den Nicht-Sorgenkindern an. Und zwar die Regale, habe ich eigentlich auch schon alles dazu gesagt. Die sind von Vernal. Das richtig Coole ist halt, ich habe hier für jedes Mal gucken, die zusammenschalten kann. Ich habe für jedes so eine Fernbedienung, mal gucken, für welches das ist. Und dann leuchten die. Das ist cool, oder? Gut, Schreibtisch habe ich, glaube schon alles gesagt. Eine Sache vielleicht noch. Das sind lauter solche Kabelmanagement-Sachen, wie man die Kabel festmachen kann. Ich habe zum Beispiel meine Kabel hier einfach da so festgemacht. Damit fahren die dann auch hoch und runter. Und dann gibt's da unten, das ist so eine ganze Kiste, wo eben alles reinkommt, damit es eben mit hoch und runter fahren kann. Und richtig cool, das sieht man zwar nicht, aber das da hinten ist Klett. Und da kann man dann einfach so diese Kabelteile rankletten. Coole Sache. Achso, eine Schublade habe ich noch. Die sieht so aus, ja, hat hier solche Fächer, ist eigentlich auch ganz gut. In dem Schreibtisch, den ich letztes Jahr hatte, da war, oder den ich bis jetzt hatte, war halt ein großes Fach, da lag alles
kreuz und quer. Jetzt kann ich hier ein bisschen sortieren, wobei ich bin ja eher so der Chaos-Typ. Aber vielleicht kriege ich das ja mit diesem Zeug hier alles geregelt. So, was haben wir da noch? Licht. Ich hatte eigentlich immer dieses Ding, es ist ja auch halb selbst gebaut, dieses da oben und dieses hier fürs Licht. Aber jetzt probiere ich nochmal dieses alte Teil, das irgendwie einfacher ist und so eine Softbox macht doch ein bisschen ein schöneres Licht. Deshalb habe ich hier ja auch was drauf gelegt. Wobei, ganz ehrlich, so richtig zufrieden bin ich noch nicht, wie das hier drin aussieht. Da muss ich noch ein bisschen dran rumdoktoren. Aber na gut. Dann Kamera. Auch da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Ich mache das mit 2 iPhones. Also da hinten ist ein iPhone 16. Ich kann hier sogar zoomen. Guck mal hier. So, da ist ein iPhone 16. Das ist jetzt hinter dem Teleprompter. Und für die Sachen, wo ich meinen Schreibtisch abfilme, das ist gerade aus, weil ich den Schreibtisch ja gerade nicht abfilme, habe ich da oben auch nochmal ein iPhone 16. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mir das iPhone 18 holen werde, weil ich eben gucken möchte, was da in der Zwischenzeit besser geworden ist und was da geht. Ich nehme deshalb das iPhone 16, weil man, wie man hier sieht, kann ich immer wieder rauszoomen, ich nehme alles mit der Blackmagic Kamera App auf. Und ich kann das über mein MacBook direkt steuern und es wird dann auch per WLAN direkt synchronisiert, alles was ich aufnehme. Das ist total geil und total einfach halt, weil dann habe ich es direkt drauf, ich kann synchronisieren und gleich schneiden. Also ich habe nichts Einfacheres bis jetzt gefunden. Ich habe vor ein paar Monaten habe ich mir extra noch ein iPad gekauft mit einem Apple Silicon Chip, wobei die anderen, also mit einem M-Chip, weil da Final Cut drauf läuft und dann habe ich versucht, es mit Final Cut zu machen im iPad oder auf dem iPad, aber es hat nicht so gut funktioniert wie jetzt hier mit der Blackmagic Camera App. Deshalb bin ich zurückgekommen zur Blackmagic Camera App. Und du siehst, ich habe eine Vorschau, wo ich auch sehe, dass ich überhaupt nicht in der Mitte sitze. So, jetzt. Und das funktioniert für mich einfach. Deshalb mache ich das so. Bevor wir weitermachen, müssen wir vielleicht noch über mein Rechner-Setup reden. Bis vor kurzem hatte ich hier noch einen Monitor dran, an so einem Monitorarm. Der steht sogar hier noch, den habe ich jetzt erst abgebaut. Ich habe den so gut wie nie benutzt, weil ich eigentlich alles mit dem MacBook mache. Total verrückt. Und der Hauptgrund ist, weil ich wie Tastatur und Touchpad den Abstand hier, den mag ich so super gut. Also ich habe auch dieses externe Touchpad von Apple, aber ich komme damit nicht so zurecht wie mit dem MacBook. Deshalb mache ich irgendwie alles auf dem MacBook. Außerdem kann ich es natürlich auch einfach mitnehmen und so, was nicht heißen soll, dass ich nicht die ganze Zeit überlege, ob ich einen Mac Mini kaufen soll. Aber eigentlich, wenn ich jetzt gerade hier drüber rede, ist eigentlich Schwachsinn. Also mein Computer-Setup hier auf dem Schreibtisch ist einfach nur ein MacBook und mehr nicht. Ton, da hat sich schon ewig nichts mehr geändert und auch da bin ich nicht richtig mit zufrieden. Zum einen habe ich hier drin einen kleinen Hall. Deshalb habe ich hier auch so viele Bücher hingestellt, wobei ich muss da noch viel mehr hinstellen, weil irgendeiner hat mir mal gesagt, Bücher wäre gut gegen Hall. Und dann habe ich da oben das in dem Ding verbirgt sich ein Rode Video Mic, so das ganz kleine Ding, was man oben auf die kleinen Kameras drauf machen kann. Das wiederum geht in ein Rode Wireless Go 2, glaube ich. Und das kommt halt hier unten an und das geht direkt ins iPhone rein. Das ist deshalb, weil ich immer ein Störgeräusch habe. Ich habe jetzt auch ein Störgeräusch, aber wenn ich ein Kabel nehme, also wenn ich das Kabel direkt in die Kamera mache, wobei gut, beim iPhone geht's ja gar nicht mehr, aber wenn ich das Kabel sonst in die Kamera gemacht habe, dann hatte ich immer ein Störgeräusch. Kurzer Einwurf, den Ton, den du gerade eben gehört hast und der auch jetzt hörst, der kam tatsächlich nicht von dieser Rode-Konstruktion, sondern der kommt immer noch vom Mic Pro von Insta360, weil ich eben hier mit der Luna Ultra so rumhampelt, kann ich nicht immer direkt davor sitzen und ins Mikrofon reinquatschen. Deshalb habe ich das so gemacht. Das ist einfach ein besserer Ton dann. Außerdem schiebe ich den Ton meiner ganzen Videos, die ich hier drin aufnehme, immer noch durch Auphonic durch. Dadurch kriege ich das Störgeräusch raus, also das entrauscht Auphonic und es zieht auch gleich alles, also die Lautstärke zieht es gleich glatt, macht es gleich optimal für YouTube. So nehme ich meine Videos 2026 hier am Schreibtisch auf und ein bisschen weniger Chaos habe ich glaube schon, wobei die Regale sind noch gar nicht richtig gefüllt. Ich habe beschlossen, das mache ich einfach so Stück für Stück, anstatt jetzt alles rumzuräumen. Ich habe ganz viel weggeschmissen, dass sich da alles ansammelt. Achso, mir fehlt gerade ein, ich habe dieses Teil noch gar nicht gezeigt. Das ist nämlich so ein Sorgenkind, da habe ich noch gar nicht aufgeräumt. Hier habe ich eine
Schublade mit Kameras und Insta360-Kram. Dann habe ich hier eine Schublade mit anderem Kram, andere Kameras. Und hier unten, ja, lauter solchen Zubehörsachen und sowas. Ja, genau. Und da dann noch Stative. Ich bin zweimal gezoomt. So, jetzt einmal zurück, genau. Stative und alles Mögliche. Guck, ich habe meinem Sohn die Switch weggenommen. Also, ich habe ein bisschen dem Chaos entgegengewirkt, aber da geht schon noch ein bisschen mehr. Gut, also nicht vergessen, mit meinem Code, ich weiß ihn gerade nicht auswendig, ich blende dir ein, gibt 6% Rabatt und wenn du einen Bundle kaufst, gibt's 40 € Rabatt. Ansonsten freue ich mich natürlich auf deinen Kommentar. Wie findest du ist ein Chaos? Ja, das ist kein Chaos mehr. Generell, wie findest du jetzt den neuen Look von meinem YouTube-Studio? Ich freue mich auf deinen Kommentar und dann sieht man sich schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.